Rode Wireless Ansteckmikrofone, super praktisch. Hinten mit einer Klemme, zum Anklemmen an einen Hemd- oder Pulloverkragen. Leider gibt es ein Problem. Durch ihre quadratische Form neigen sie dazu, nach vorne umzuklappen, sodass das Mikrofon nicht mehr auf den Träger gerichtet ist. Das Mikrofon in den Kragen machen hilft auch nur so lange, wie man sich nicht bewegt. Dann klappt es nach innen um und die Aufnahme wird so unbrauchbar. Rode bietet einen Magnetclip an, sodass man das Mikrofon frei anstecken kann, nicht nur am Kragen. Der Marktclip kostet um die 15 € und man bekommt dafür eine Halterung plus Magnet für ein Mikrofon. Das geht deutlich günstiger, gerade wenn man mehrere Magnetclips braucht. Meine Hobohack-Version kostet weniger als 10 €. Und man kann mehrere basteln. Außerdem ist es auch für andere Marken verwendbar. Alles, was man dafür braucht: einen Neodym-Magnet, Gaffertape, Gewebeband und eine 2-Cent-Münze. Das Ganze ist sehr einfach selbst gebaut. Die 2-Cent-Münze auf die Klammer legen und die Münze mit Gaffertape fixieren. Das Tape um die gesamte Klammer herum, die Münze muss gut fixiert sein. Magnet drauf, fertig. Anstatt einer Münze kann man auch ein Stück Stahlblech nehmen. Die Münze ist allerdings dicker und somit hält der Magnet noch besser. Zum Anstecken einfach den Magnet unter der Shirt und das Mikro oben drauf. Hält bombenfest. Das teuerste dürften die Neodym-Magnete sein. Ein 5er-Pack kostet 7 €. Im Internet gibt es sie aber auch günstiger zu finden. 15 mm Durchmesser ist die perfekte Größe. Natürlich muss der Magnet nicht rund sein, man kann auch rechteckige oder quadratische nehmen.